Der Wald verdaut ziemlich langsam. Eine Glasflasche bleibt im Wald um die 50.000 Jahre erhalten, diese Maske etwa 500 Jahre. Die Archäologen werden in ein paar hundert Jahren ihre Freude damit haben. Was werden sie wohl über uns denken? Was meint ihr? Ich denke, sie freuen sich über diese Artefakte, der Wald aber sicher weniger. Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es um ein paar interessante Dinge zum Wald. Herzlich willkommen bei Gewi Garten. Warum liegt der Müll im Wald? Weil es bequem ist? Weil die Müllgebühren zu hoch sind? Weil es zu wenige oder keine Abfalleimer gibt? Und wenn, werden sie zu selten geleert? Ich verstehe es auch nicht. Aber am ehesten sieht es wohl dort schlimm aus, wo schon Müll liegt. Müll zieht Müll nämlich magisch an. Freizeit im Wald. Wandern steht wohl an erster Stelle. Geschätzt gibt es 400.000 bis 500.000 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege in Deutschland. Der längste Wanderweg in Deutschland, der Nord-Süd-Trail, er führt von Sylt bis in die Alpen, ist 2527 Kilometer lang und ein Fernwanderweg. Niemand weiß aber so ganz genau, wie viele Kilometer Wanderwege es hier gibt, und die kleinen, unbeschilderten Wanderwege hat sowieso noch niemand gezählt. Ganz genau gezählt werden aber die Waldflächen. Danach sind 42% von Rheinland-Pfalz und Hessen bewaldet, gefolgt vom Saarland mit 40%. Rheinland-Pfalz hat mit dem Pfälzerwald sogar das größte zusammenhängende Waldgebiet in Deutschland. Hier könnte man sich wirklich noch nach Rotkäppchenart beim Wandern verlaufen. So genau weiß man das, weil alle 10 Jahre in Deutschland eine Waldinventur stattfindet. Erfasst werden die Baumarten, Höhe der Bäume, Totholzbestand und die gute Nachricht der letzten Inventur von 2012 ist: dem Wald geht es gut, er wächst beständig. Ziemlich neu im Wald ist das Waldbaden, in Japan Shinrin-yoku genannt. Der Duft, das Licht und die Ruhe im Wald, all das trägt zur Entspannung bei. Mehr zum Waldbaden unten in den Links. Wolf-Dieter Stoll erklärt Shinrin-yoku gut in knapp 3 Minuten. Das gefährlichste Tier im Wald. Nicht das Wildschwein und auch nicht der Wolf sind die gefährlichsten Tiere im Wald, sondern die Zecke. Zecken können Borreliose übertragen. Vorbeugen kann man mit festem Schuhwerk und langen Hosen und nicht im Gestrüpp herumlaufen. Neue Berufe im Wald. Der Ruheförster, der einen Friedwald betreut. Der Wanderwegtester, der die Premium-Wanderwege testet und für gut befindet. Waldbaden-Kursleiter, die Interessierten das Waldbaden näher bringen. Und Waldpädagogen, die Kinder vom Wald begeistern. Das war's auch schon mit dem Wald. Ich sage Tschüss und bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich natürlich über ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal bei Gewi Garten.